Heute verrate ich dir das Geheimnis des Erfolgs. Der Samen des Erfolgs liegt in jedem Menschen, auch in dir. Es ist nur eine einzige Fähigkeit, die darüber entscheidet, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Welche mag das sein? Lass dich überraschen. Ob du erfolgreich bist oder nicht, hängt nur von einer einzelnen Fähigkeit ab. Diese Fähigkeit entscheidet darüber, ob du anerkannt wirst oder ein Nobody bleibst. Sie entscheidet darüber, ob du eine glückliche Beziehung führst oder einsam und verbittert lebst. Es ist nur eine einzige Fähigkeit, von der abhängen wird, ob du deinen Kindern etwas bieten kannst oder ihre Wünsche immer ausschlagen musst. Es ist nur diese eine Fähigkeit, die bestimmt, ob du arm oder reich bist, dick oder dünn, erfolgreich oder erfolglos. Es ist eine einzige Fähigkeit. Jeder träumt doch davon, erfolgreich zu sein und begehrt zu werden. Erfolg macht sexy, Erfolg macht süchtig, ja, Erfolg macht glücklich. Wir bekommen es doch täglich vorgelebt auf Netflix, Prime und YouTube. Dabei ist der Ablauf immer derselbe. Der erfolglose und unscheinbare Außenseiter muss einige unüberbrückbare Hindernisse überwinden und einen unbezwingbaren Gegner besiegen. David kämpft gegen Goliath. Schließlich gewinnt David und ihm gelingt das Unmögliche. Der Held rettet die Welt, erreicht seinen Traum und wird von uns gefeiert. Jeder Mensch liebt solche Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär und würde auch gerne seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Die meisten glauben dabei, sie bräuchten nur eine richtige Idee, das richtige Geschäftsmodell oder einmal nur auf das richtige Pferd zu setzen, damit sich ihre Welt verändert und sie über Nacht erfolgreich werden. So wie Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, die hatten ja auch die richtige Strategie, oder? Was glaubst du? Brauchst du nur einen Lucky Punch? Ist Glück das Geheimnis des Erfolgs? Ich versichere dir, mit Glück hat Erfolg nicht das Geringste zu tun. Erfolg ist alles andere als einfach, nicht schnell und schon gar nicht sexy. Erinnerst du dich auch gerne an die Stars aus deiner Jugend? Wir haben sie angehimmelt. Es war unser größter Traum, genauso zu werden wie sie. Weißt du, was sie heute tun, wovon sie leben? Wer von ihnen ist heute noch erfolgreich und wer nicht? Erfolg ist eine süße Frucht, die schnell verdirbt. Erfolg ist eine Parkbank auf dem Weg unseres Lebens. Wer darauf sitzen bleibt, um die Sonne zu genießen, wird lernen, dass irgendwann eine Wolke aufzieht und es zu regnen beginnt. Diese Bank ist nicht das Ziel deines Wegs, sondern nur ein flüchtiger Moment, den du nicht festhalten kannst. Du musst immer wieder aufstehen und deinen Weg weitergehen. Erfolg ist der richtige Weg, den du eingeschlagen hast, der aber niemals endet. Erfolg kommt nicht über Nacht, sondern ist ein steiniger und steiler Weg. Oft verläufst du dich oder machst einen Umweg. Wichtig ist, dass du immer weitergehst, heute, morgen, jeden Tag. Erfolg ist also kein Besitz, er wird jedem Menschen nur geliehen. Wer ihn genießen möchte, muss die Miete dafür bezahlen. Und die Miete ist täglich fällig, jeden einzelnen Tag. Was ist denn nun das Geheimnis des Erfolgs? Es ist die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Von jeder Entscheidung hängt es ab, ob du erfolgreich und glücklich lebst oder nicht. Gemeint ist wirklich jede Entscheidung.
Die Größe der Entscheidung spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist immer die Konsequenz. Wir alle treffen jeden Tag eine Vielzahl von Entscheidungen. Wann wir aufstehen, was wir frühstücken, welcher Arbeit wir nachgehen, was wir in unserer Freizeit tun, wofür wir unser Geld ausgeben und mit wem wir zusammenleben. Du kannst dich für einen kurzfristigen Genuss entscheiden oder für eine langfristige Investition in dich selbst. Beispielsweise entscheidest du jeden Morgen beim Frühstück, ob du ein Weißbrot mit Nutella oder ein Roggenbrot mit Honig isst. Am Abend entscheidest du dich beispielsweise, ob du noch laufen gehst oder dich vor den Fernseher setzt. Unter anderem von diesen beiden Entscheidungen, die du jeden Tag über einen längeren Zeitraum konsequent getroffen hast, wird letztendlich abhängen, ob du ein schlanker und durchtrainierter oder ein korpulenter und schlapper Mensch sein wirst. Diese kleinen Entscheidungen jeden Tag scheinen nicht wichtig zu sein, aber in der Summe über einen längeren Zeitraum hinweg führen sie zu Erfolg oder Misserfolg. Vielleicht denkst du jetzt, das soll das Geheimnis des Erfolgs sein, du erzählst mir hier nichts Neues. Das weiß ich ja schon alles. Natürlich erzähle ich dir nichts Neues. Vielmehr möchte ich deinen Fokus auf dieses Detail lenken, damit du jetzt beginnen kannst, das zu tun, was du schon weißt. Im Leben geht es nicht darum, etwas zu wissen. Wissen ist nicht Macht. Wissen ist lediglich das Potenzial der Macht. Angewandtes Wissen ist Macht. Dein Erfolg wird dadurch bestimmt, ob du mit deinem Wissen auch ins Handeln kommst. Es ist ein großer Unterschied zwischen den Weg zu kennen und den Weg auch tatsächlich zu gehen. Die Frage jetzt lautet nicht, ob du weißt, was zu tun ist. Die Frage lautet, kommst du jetzt ins Handeln? Denn darin liegt der Samen deines Erfolgs. Entscheide dich für deinen Erfolg. Die richtige Entscheidung zu treffen, kann dir niemand abnehmen. Entscheidungen treffen zu müssen, kostet immer Willenskraft. Ganz besonders dann, wenn es darum geht, Neues in dein Leben zu integrieren. Nichts im Universum verbraucht so viel Energie wie Willenskraft. Diese Willenskraft aufzubringen, ist auf Dauer ermüdend und wird dir möglicherweise nicht immer gelingen. Du kannst es dir leichter machen, indem du nach System vorgehst. Das bedeutet, du machst ab jetzt regelmäßig einen Termin mit dir selbst. Disziplin ist, sich selbst ein Versprechen zu geben und es auch einzuhalten. Entscheide dich jetzt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn du möchtest, lass gerne einen Kommentar da. Wenn dir meine Aussage gefallen hat, ja, dann lass doch ein Like da. Und vergiss bitte nicht, Infolien zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Dann komm gut durch die Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss.